Seid gegrüßt im sommerlichen Reich der Dunkelwaldfeen. Bei uns dreht sich diesmal alles um die schützende und heilende Kartendistel. Aus ihren Blättern machen wir uns ein Feengebräu für ein gutes Bauchgefühl und aus ihrer Wurzel bereiten wir eine blutreinigende Tinktur, welche sogar bei Borreliose helfen soll. Die Feenkinder sind auf Beutestreifzug und naschen süße Walderdbeeren. Kommt und werft einen Blick auf unsere zauberhaften Blumenbepflanzungen auf den Fensterbänken, in denen magische Feenlichter funkeln. Wenn ihr möchtet, könnt ihr für unseren Film gern die Untertitel für ein besseres Verständnis aktivieren. Dies ist in verschiedenen Sprachen wie Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch möglich. Und nun lehnt euch entspannt zurück, entflieht ein Weilchen dem Alltag und lasst euch von uns in unser friedliches Feenreich entführen. In unserem Feengarten bedecken in diesem Jahr massenweise die großen Blattrosetten der Kartendistel den Boden. Es heißt, es wachsen genau die Pflanzen im Garten, die man zur Heilung braucht. Sie kommen sozusagen von alleine und wir dürfen sie nutzen. Das passiert natürlich nur, wenn man nicht allzu ordentlich ist und jedes Beikraut gleich ausreißt im Beet. Und es ist nützlich, die Pflanzen kennenzulernen und zu wissen, was da wächst. Auch wenn wir es mit einem kleinen Pflanzenkeimling zu tun haben, der erst kleine Blättchen zeigt. Wer die Schönheit der Blumen und Pflanzen zu schätzen weiß und fasziniert von ihrem Duft, den Farben und ihrer magischen Ausstrahlung ist, der wird ihnen Stück für Stück näher kommen. Schon das intensive Betrachten und Beschnuppern einer Blüte ist wie ein kleines Ritual und kann sehr erdend, beruhigend und heilsam sein. Setzen wir uns nah an eine Pflanze heran, bewundern wir mit Ehrfurcht ihre sonnendurchfluteten Blüten und Blätter, nehmen wir jedes kleine, feine Detail an ihr wahr, freunden wir uns mit ihr an. Dann dürfen wir auch ihre feinstoffliche Wirkung auf geistiger und seelischer Ebene spüren. Doch nun wenden wir uns noch einmal der Karde und ihrer grobstofflichen Wirkung auf körperlicher Ebene zu. Dazu haben wir im Mai die Blattrosetten mitsamt der Kardenwurzel ausgegraben und wollen sie nun in der Feenküche zu einer Tinktur verarbeiten. Mit einem scharfen Messer werden die gewaschenen Wurzeln in dünne Scheiben und Stücke geschnitten. Die Blätter legen wir zunächst beiseite. In eine saubere Glasflasche füllen wir nun die zerkleinerten Kardenwurzeln, danach wird mit Schnaps aufgefüllt. Wir haben einen mit 40% Alkohol gewählt und unsere Kardentinktur ist nach einem Jahr immer noch verwendbar. Die Flasche mit dem frischen Ansatz wird fest verschlossen und von nun an jeden Tag zweimal täglich geschüttelt, damit sich die Wirkstoffe gleichmäßig im Alkohol verteilen können. Danach stellen wir die Flasche für ungefähr 8 Wochen an die warme Fensterbank. Nun haben wir uns Wasser aufgesetzt, denn wir möchten uns aus den Kardenblättern ein reinigendes Gebräu bereiten. Dazu geben wir zerkleinerte Blätter in ein Teeglas. Voller Wertschätzung und Dankbarkeit verbinden wir uns beim Trinken in Gedanken mit dem Pflanzenwesen der Kartendistel.
Wir machen einen Zeitsprung in den Sommer und es ist Zeit, unsere Kartentinktur abzufüllen. Daraus machen wir ein kleines Ritual und wir räuchern unsere Aura und die Tinkturflasche ab und segnen so unser Gebräu. Alle wertvollen Wirkstoffe der Kartenwurzel sind in die Flüssigkeit übergegangen und haben sie tiefbraun eingefärbt. Durch ein Teesieb werden die Wurzelteile herausgefiltert und unsere kostbare Tinktur zur Aufbewahrung in ein dunkles Glasbehältnis umgefüllt. Mit Hilfe einer großen Glaspipette entnehmen wir einen Teil für die sofortige Verwendung in einem kleinen Fläschchen mit Tropfpipette für die richtige Dosierung. Die Kartentinktur kann bei Borreliose helfen, die wohl von dem Biss einer Zecke verursacht werden kann. Wir Dunkelwaldfeen leben dicht am Wald und hatten in unserem Leben schon unzählige Zeckenbisse, aber noch keine Beschwerden. Wir sehen also das große Vorkommen der Karte in unserem Garten als ein Zeichen und nehmen ungefähr 30 Tropfen der Kartentinktur verdünnt mit Wasser zur Vorbeugung ein. Abermals denken wir beim Trinken an die imposante Gestalt der Kartenpflanze. Sie ist groß und stachelig und zählt seit jeher zu den mächtigen Schutzpflanzen. Ihre Kraft ist es, sich zu wehren, schädigende Energien abzuwenden und ganz klare Grenzen zu ziehen. Neben diesen hohen feinstofflichen Qualitäten hat die Kartendistel eine leberreinigende Heilwirkung, hilft bei Magen-Darm-Beschwerden, Rheuma, Gicht, Hautunreinheiten und anderen Gebrechen. Mit der Kartentinktur haben wir also unsere Feenapotheke um einen weiteren Schatz bereichert. Überall hält Mutter Natur Heilendes und Stärkendes für uns bereit. Unser Feenreich befindet sich direkt am Wald und schon der Blick aus dem Fenster in das satte Grün der Bäume ist Heilung für die Seele und Ruhe für die Augen. Mitte Mai, nach den letzten Frösten, haben wir unsere Fenster mit Blumenkästen geschmückt. Wir haben Blühpflanzen in mystischem Violett gewählt. Es steht zum Schutz gegen Flüche und Lügen und zieht Gerechtigkeit und Glück an. Jetzt im Sommer haben sich die Blumen prächtig entwickelt und sind zu voller Größe herangewachsen. Seht selbst, als erstes lila Petunien mit Farbverlauf. Als nächstes das bezaubernde Feenküsschen, eine Nemesia-Art mit überwältigendem Duftaroma. Und eine weitere dunkellila geäderte Petunie verleiht unserer Blumenkomposition eine gewisse Dramatik. Außerdem haben sich 2 Eier in einem gefundenen Vogelnest im Blumenkasten versteckt. Ein Schmetterling mit Namen Kleiner Fuchs besucht gerade die Blüten der hellrosa Geranie mit purpurroter Musterung. Begleitet mich nun gerne ans Fenster der Feenküche und werft einen Blick auf den dortigen Blumenschmuck. Danach werden wir noch ein bisschen dekorieren. Erstarrte Feentränen haben wir an allerlei Ästchen von der Lerche und knorrigen Zweigen vom Ahorn gehängt. Die Feentränen brechen das einfallende Sonnenlicht und funkeln und schimmern wunderbar. Den wenig dekorativen Blumenbehälter haben wir hinter Birken- und Kiefernrinde versteckt. Für ein natürliches Aussehen, wie auf einer Blumenwiese, haben wir einige taube Trespengräser in die Pflanzung integriert.
Nachdem wir alles hübsch hergerichtet haben und uns die Natur auch nach drinnen geholt haben, funkeln und leuchten Feenlichter in allen Farben zwischen den Blüten im Blumenkasten. Und so sehen unsere Blumenbepflanzungen vom Vorgarten betrachtet aus. Der kunstfertige Feenmann hat die Blumenkästen mit Holzbrettern verblendet und sie mit Eichenblattschnitzereien an den Rändern versehen. Die Mitte des rechten Pfostens ziert ein dreifacher Mond, das Symbol der großen Göttin. In die Mitte des linken Brettes hat er die Hagal-Rune gesägt. Sie schützt das Heim, indem sie es umhegt wie eine Dornenhecke, bringt Segen und Frieden. Hier im Dunkelwaldfeengarten hat sich die Dornenhecke gerade mit unzähligen kleinen Rosenblüten geschmückt. Ich komme mir vor, als wäre ich im Dornröschenreich und die kleinen Röschen duften einfach wundervoll. Zwei verliebte Blutzikaden haben sich ein romantisches Plätzchen neben der Rosa multiflora, der Büschelrose, gesucht und genießen nun ihre Zweisamkeit auf dem Stängel des Knäuelgrases, welches von der Abendsonne angeleuchtet wird. Das ist die Magie des Alltags, die wir überall entdecken, wenn wir mit offenen Augen und empfänglichem Herzen durch die Welt gehen. Auch Dunkelwaldkater Wulf Isebrand lässt sich neben den Taglilien im weichen Gras nieder und widmet sich ausgiebig der Fellpflege, während der Abendsonnenschein die Blüten in goldenes Licht taucht. Die Lilien verwöhnen uns mit ihrem süßen Aroma, ebenso wie das Waldgeißblatt. Es hat einen fruchtig-würzigen Duft und seine Blüten wirken farbenfroh und exotisch. Wird es abends dunkler im Feengarten, spendet uns die imposante Fackellilie ihr warmes Licht. Und auch die leuchtende Nachtkerze verströmt ihren schweren Duft und erhellt uns die Abendstunden. Am nächsten Tag locken süß duftende, rot glänzende Walderdbeeren inmitten sattgrüner Blätter die naschhaften Feenkinder in den Nutzgarten. Sie laben sich an den wohlschmeckenden Früchten, die auch als Sammelnüsschen bekannt sind. Dann darfst du nicht essen. Dann. Noch eine Erdbeere. Hier. Noch eine. Zeigen wir dir, wie die reif sind. Guck mal, eine ist auch reif. Und noch eine fünf. Ha! Die. Nee, die ist nicht reif. Hier lang. Ha!
schießen. Das ist da. Ja. Chip, chip. Ihr lieben Freunde, es freut uns sehr, dass ihr genau wie wir begeistert seid von den kleinen und großen Wundern der Natur und dass wir diese gemeinsam mit euch erkunden konnten. Lasst uns die schöne Welt wieder durch die Augen unseres inneren Kindes erblicken. Falls ihr Erfahrungen gemacht habt mit der Kartendistel oder anderen Heilpflanzen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns unten in den Kommentaren daran teilhaben lassen würdet. Wenn ihr jemanden kennt, dem dieser Film weiterhelfen würde, so könnt ihr ihn gerne teilen. Ebenso könnt ihr mit eurem Abo und einem Daumen hoch unserem Kanal beim Wachstum helfen. Habt vielen Dank dafür. Haben wir mit unserer feenhaften Musik euren Geschmack getroffen? Dann nutzt gerne die Links in der Infobox unter dem Video, um unsere Lieder unter anderem auf Spotify oder Amazon Music zu hören oder zu kaufen. Wenn ihr Lust habt auf weitere Geschichten aus dem Pflanzen- und Feenreich oder mehr über die Jahreskreisfeste erfahren möchtet, so kommt gern auf unseren YouTube-Kanal und schmökert in unseren Filmen. Genießt diesen herrlichen Sommer mit all seinen Wonnen und seiner Fülle. Wir verabschieden uns ganz herzlich von euch und wünschen euch Liebe und Segen auf all euren Wegen. Die Dunkelwaldfeen sind bald wieder zugegen.